Transformatives Lernen bedeutet für uns, dass sich durch Lernen nicht nur Wissen erweitert, sondern dass sich Denkweisen, Selbstbild und Handeln dauerhaft verändern. Lernen kann Menschen stärken, Perspektiven öffnen und ihr Handeln im Alltag verändern. In unseren Entwicklungsgruppen arbeiteten wir mit einem Modell, das zwischen anforderungsbezogenen, formativen und transformativen Lernergebnissen unterscheidet. Theoretisch bezogen wir uns dabei auf die transformative Lerntheorie sowie auf wissenschaftliche Konzepte, die unterschiedliche Dimensionen von Veränderung beschreiben. Damit diese Konzepte nicht abstrakt bleiben, haben wir konkrete Erfahrungen aus den Entwicklungsgruppen gesammelt, beschrieben und systematisch ausgewertet. Wir haben sichtbar gemacht, woran sich Veränderung zeigt, etwa an mehr Selbstvertrauen, neuen Sichtweisen oder verändertem Handeln. So wurden theoretische Ansätze in praxisnahe Materialien übersetzt, die im Lernprozess genutzt werden können. Was ist transformatives Lernen? Wir haben viele Antworten gefunden in der Forschungsgruppe mit unseren Lernenden. Abhängig von der Ausgangssituation, wo die Person Einschränkungen und Defizite erlebt hat, gestaltet sich die Antwort unterschiedlich. Oft gibt es leichter messbare Veränderungen im Umgang mit Schrift, im Umgang mit Zahlen, im Umgang mit digitalen Medien zum Beispiel. Und meist gibt es aber auch Veränderungen in einem Bereich, der nicht so leicht messbar ist. Ziel unserer gemeinsamen Forschungsarbeit im Projekt Profund war es ja, transformative Dimensionen des Lernens ausfindig zu machen. Wir haben dazu in der Entwicklungsgruppe der Kärntner Volkshochschulen zuerst einmal die Unterlagen herangezogen, die in unserer Institution dafür gedacht sind, Lernerfolge, Verbesserungen in den Kompetenzbereichen des Lesens, Schreibens, der Alltagsmathematik und der digitalen Grundbildung zu messen in Form von Stufen, in Form von ganz klassischen Kompetenzsteigerungen. Sehr schnell sind wir draufgekommen, dass wir mit diesen Unterlagen nicht wirklich dorthin kommen, wo wir hin möchten. Das hat schon eine Zeit gebraucht und wir haben viel gemeinsam geforscht, gesprochen, überlegt, reflektiert mit unterschiedlichen Methoden. Und bei allen Teilnehmenden konnten diese Prozesse beobachtet werden. Alle haben davon berichtet. Und es war wunderschön, da dem beiwohnen zu dürfen, Zeugin zu werden von diesen Reflexionsprozessen. Ja, wir haben letztendlich dann am Ende all dieser Reflexionsprozesse 6 Dimensionen herausgefiltert, herauskristallisiert, 6 Dimensionen transformativen Lernens, die jetzt auch angelehnt sind an die Typologie von Chet Hogan. Wir haben diese 6 Dimensionen herausgefiltert, herauskristallisiert und damit alle Ergebnisse, alle Outputs aus unseren Reflexionsprozessen zuordnen können. Und wir konnten damit feststellen, dass Lernerfolge so weit über das Messbare hinausgehen und dass es also einfach nicht reicht, nur messbare oder nur Tools zu haben, die etwas messen. Es braucht darüber hinausgehende Werkzeuge. Damit konnten wir zusätzlich oder ergänzend zu Messbarem Unsichtbares sichtbar machen, unsichtbare Lernerfolge sichtbar machen. Und das hat zumindest den Lernenden in der Entwicklungsgruppe der Kärntner Volkshochschulen irrsinnig gut getan. Es hat uns allen sehr, sehr gut getan zu sehen, wie weitreichend Lernerfolge in der Basisbildung dann mit dem individuellen Lebensalltag verbunden sind, verwoben sind und wie sich das auf die Lebensqualität der einzelnen Teilnehmenden auch auswirkt. Bei mir war es so, wenn ich in die
wenn ich beim Arzt, also wenn ich in die Röhren reingekommen bin und dann den Fragebogen ausfüllen habe müssen, das geht mittlerweile alles. Also ich kann jetzt alles zum Großteil beantworten. Das dauert bei mir immer ein bisschen länger. Aber ich bin sehr zufrieden, das, was ich jetzt kann. Das war ich früher nie, weil ich immer Angst gehabt habe, dass ich ausgelacht werde, wenn ich irgendwas mache. Jetzt fühle ich mich mehr wert, weil jetzt kann ich die Sachen allein ausfüllen. Ich habe jetzt einen Mut bekommen, dass ich den Führerschein noch einmal antrete. Und so habe ich dann die Stunden gemacht und dann habe ich eine Prüfung abgelegt. Später mal habe ich eine Prüfung gemacht. Dann bin ich vorgefahren und dann habe ich ein paar Fragen müssen antworten, überhaupt noch so oberflächlich über das Auto. Ja, und so bin ich zweimal gefallen, bin ich auch. Dann beim dritten Mal bin ich dann durchgekommen. Und dann habe ich mich sehr gefreut darüber, dass ich den Schein wieder bekommen habe, das zweite Mal. Wenn irgendein Zettel da ist, dass man nicht weiß, was drauf ist und den anderen auch einen Zettel nicht schreiben kann, es hat mich innerlich sehr, ich war nicht ein ganzer Mensch. Es war ein Teil von mir, ich war kleine innerlich Hälfte. Und tatsächlich habe ich gesagt so, ich muss mein Leben ändern. Ach, wirst du das erreichen? Und ich zu mir, das kannst du erreichen. Das musst du. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich will weiter. Egal, auch wenn es Jahre jetzt dauert, ich habe vor, noch weiter zu lernen und besser zu werden, obwohl ich nicht so gut bin jetzt, aber ich mache mich nicht klein. Es hat mir Erleichterung gebracht. Es ist ein Stück Sicherheit, mehr Kraft in einem und doch ein Stück erreicht, selbstbewusster, freier. Wir stehen nicht mehr so. Wir stehen so, glaube ich, oder? Was meint ihr? Doch. Also es ist schon... Gehört die Welt uns.